geht los. Moin Leute, hier ist Philly Black. Heute sind wir hier bei August, the Boarding House, weil ich auch in August Geburtstag habe. Also haben wir uns hier bei August noch den Platz ausgesucht. Fangen wir mal ganz kurz an. Vielen Dank für den ganzen Support erstmal. Und wie ihr gesehen habt, habe ich alle eure Fragen bisher auf Instagram beantwortet. Also momentan immer mehr und immer mehr geworden, aber dennoch nehme ich mir die Zeit und antworte euch auch. Also erstmal da, Dankeschön. Heute kommen wir zu einer krassen Story. Ich wurde mehrmals angezeigt. Also nicht nur einmal von der Person, sondern ich glaube mindestens schon 4-mal oder 5-mal wurde ich von der Person angezeigt. Und die Story geht ein bisschen länger, weil ich muss euch das alles erklären, wie das Ganze angefangen hat und warum es angefangen hat. Ich habe einen Taxikollegen, das ist ein deutscher Taxikollege, super korrekter. Ich erwähne seinen Namen jetzt aber nicht, aber er weiß ganz genau, wer das ist. Ein super korrekter, hat mir auch sehr viel geholfen wegen der Taxibranche. Halt immer, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, war er für mich da. Und dann standen wir am Taxiposten und da war ein anderer und er hatte die ganze Zeit schon ein Problem mit einem anderen Taxifahrer. Also so, mein deutscher Taxikollege hatte mit einem, der kommt aus Kasachstan, hatte mit dem kasachischen Taxikollegen immer wieder mal Probleme gehabt. So, eines Tages standen wir dann am Taxiposten. Was hat der Kasache gemacht? Der kasachische Taxikollege hat sich über den deutschen Taxikollegen übelst aufgeregt und dieser kasachische Taxikollege, der wurde schon oder war mehrmals aufgefallen aufgrund seiner Aggressivität. Er ist super aggressiv und geht den Leuten immer, also er diskutiert nicht, er schlägt auch direkt zu. Aber er ist halt, ihr müsst euch vorstellen, er ist ein ganz kleiner. Er ist ein ganz kleiner und mein deutscher Taxikollege, der ist so ein 2-Meter-Typ, der ist sogar noch viel größer als ich. Und er ist auch nicht ohne, er hat so einen langen Bart, voll tätowiert. Und er stand halt an seinem Auto, hat eine geraucht und der kasachische Taxikollege die haben sich erstmal gestritten und dann haben sie sich beleidigt und irgendwann ist er handgreiflich geworden und ist zu dem Deutschen gegangen, hat ihn am Bart gepackt und hat ihn runtergezogen. So, und in dem Moment, aus dem Reflex, hat der deutsche Taxikollege hat ihn dann halt so eine verpasst, das war so Reflex, weil er runtergezogen hat, die ganze Zeit am Bart und er hat ihm so eine Schelle gegeben. So, und es ging die ganze Zeit weiter und dann hat der kasachische getreten und er schlägt die ganze Zeit zurück und ich stand da und ich wollte, dass das Ganze aufhört. Ich wollte schlichten, ich bin dazwischen gegangen, der Deutsche stand ja an seinem Auto, der deutsche Kollege und der kasachische Kollege, hinten war ja nichts. Und dann haben beide halt ferngehalten und der kasachische ist halt auf den Boden gefallen. Er ist auf den Boden gefallen, ich habe ihn wieder hochgehoben, ich sage, hör doch einfach auf, warum legst du dich einfach mit dem Größeren an? Davon hast du das. So, er regt sich drüber auf und sagt, warum hast du mich geschubst? Ich sage, ich habe dich auf keinen Fall geschubst. Ich bin dazwischen gegangen, weil nach ein paar Schlägen wärst du Knockout gegangen. Ich sage, du könntest ruhig Dankbarkeit zeigen, aber egal, will ich nicht. Und dann regt er sich auf und sagt, du bist genauso scheiße wie er. Ich sage, hör mal zu, ich habe nichts getan. Ich bin nur dazwischen gegangen und wollte eigentlich nur schlichten. Ich sage, es tut mir leid, es war halt ein bisschen stärker, aber letzten Endes musst du wissen, von den Deutschen ist deine Hand 5-mal so groß wie meine und nach der nächsten Schelle wärst du 100% wärst du auf den Boden gefallen. Also wärst du Knockout gegangen. Alles ist fertig. Ab dem Zeitpunkt hat der kasachische Kollege mit mir ein dickes Problem gehabt. Egal wo ich war, wollte er nur noch Probleme mit mir haben. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen Angestellten gehabt, also einen Fahrer. Was hat er gemacht? Aber mein Angestellter hatte aber keine Ahnung von unserem Problem. Und er ist dann immer in mein Auto reingestiegen, also tagsüber, als mein Angestellter gefahren ist, hat sich mit meinem Kollegen unterhalten, mit meinem Angestellten unterhalten und mein Angestellter war ein super lieber Mann. Und dann sind sie zusammen ins Auto gegangen, haben sich noch in mein Auto reingesetzt und obwohl er mich gehasst hat, er hat mich gehasst, aber er ist immer wieder in mein Auto reingegangen und eines Tages hat er einen Quittungsblock von mir geklaut. Warum klaut er einen Quittungsblock von mir? Und dann ist mein Angestellter zu mir gekommen und meinte, du, der und der saß mit mir im Auto, der kasachische Kollege. Und ich meine, er hat einen Quittungsblock geklaut, weil mir fehlt ein Quittungsblock. Und ich meinte, okay, ich dachte, ich kümmere mich drum. Ich sag, aber ich habe dem Angestellten nichts erzählt, aber ich wusste ja schon direkt, was Sache war. Er hat ein Problem mit mir und geht zu meinem Angestellten, setzt sich in mein Auto mit dem Vorwand, lass uns ein bisschen schnacken, aber dabei klaut er einen Quittungsblock von mir. Am nächsten Tag am Taxiposten bin ich zu ihm hingegangen und sage immer zu. Ich sage, ich weiß, du hast einen Quittungsblock von mir. Also entweder gibst du mir das Ding wieder oder wir werden dicke Probleme haben miteinander. Ich sage, ich habe dir nichts mit euren Streit zu tun, dass du mit dem anderen einen Streit hattest, also brauchst du jetzt nicht zu mir zu gehen in mein Auto und irgendwelche Sachen zu klauen. Nein, habe ich nicht, hier und da. Er saß in seinem Auto, ich habe ihm die Mütze weggenommen und seine Brille. Ich sage immer zu, entweder gibst du jetzt mir deine Sachen wieder oder du willst deine Sachen nicht wiederbekommen. Ist er ausgestiegen, wollte Stress machen, ich sage, hör mal zu, hör, jetzt komm erst gar nicht auf die Idee, mich anzugreifen, das wird echt böse für dich enden. Sag ich möchte niemanden hauen, aber hör auf, mich anzugreifen. Ich sage, das wird wirklich böse enden für dich. Dann hat er sich ein bisschen hinterhergenörgelt. in sein Auto gegangen, hat meinen Quittungsblock gebracht. Er meinte, ja, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich habe Quittungsblock hier nur deswegen genommen, weil ich einen Kunden hatte und auf dem Quittungsblock ist ja ein Stempel von mir und da stehen halt alle meine Daten, halt mein Name, mein Firmensitz. Er kann doch damit Unfug treiben mit meinem Quittungsblock. Er könnte irgendwelche Rechnungen rausschreiben und an irgendwen weitergeben und dann würde es heißen, ich hätte die Quittung rausgegeben. Das ist quasi, ich hatte irgendwelche Umsätze eingenommen, die ich gar nicht eingenommen habe. Er meinte, ich hatte irgendwelchen Kunden gehabt und ich wollte die für dich weitervermitteln. Ich sage, ich will gar keine Kunden von dir. Lass mich doch
einfach in Ruhe, ich will mit denen aber nichts mehr zu tun haben. Er sagt, ja, ich wollte dir helfen. Ich sage, aber doch nicht, indem du einfach meinen Quittungsblock aus meinem Auto klaust, ja, weil da deine Nummer war und dann wollte ich dir das geben. Ich sage, nein, tust du nicht. So, hier hast du deine Brille und deine Sachen, aber hör auf damit. Was passiert? Die Sache war gegessen. Keine 3 Wochen später kriege ich eine Anzeige. Ein Brief rein von der Polizei. Ich lese mir durch. Ich denke, was habe ich denn gemacht? Ich mache auf, ich sehe eine Anzeige wegen Körperverletzung und Diebstahl. Ich lese mir das Ding durch und ich hätte am Taxistand, hätte ich den kasachischen Kollegen angegriffen und hätte von ihm halt seine Brille hätte ich geklaut. Ich dachte, okay, wie dem muss sein. Ich habe Zurückschreiben geschickt, wie die Sache wirklich tatsächlich war. Habe ich zurück an die Polizei geschickt. Das Ding wurde eingestellt. Da bin ich zu ihm hingegangen und sage, weißt du was, ich meine, das ist so widerlich von dir. Ich meine, du machst dir die schlimmsten Sachen und gehst am Ende zur Polizei und zeigst mich an. Hatten wir wieder einen Streit gehabt. Keine paar Wochen später kriege ich wieder eine Anzeige. Ich hätte ihn beleidigt, ich hätte ihn gedroht und irgendwie, das waren Sachen wie, er hat Angst, weil ich würde sein Haus abbrennen wollen, ich wollte seine Frau vergewaltigen und all die Sachen hätte ich angeblich gesagt. Wieder ein Schreiben habe ich wieder rübergeschickt, wieder ist das Ding durch gewesen. Die Sache ist durch, ich habe ungefähr einen Monat von ihm nichts mehr gehört. Am Taxiposten, immer wenn er dann halt vorbeigeht, provoziert er natürlich. Er provoziert andauernd und versucht irgendetwas rauszuhauen. Er geht vorbei, pop, zeigt den Mittelfinger. Oder ich gehe an ihm vorbei, dann flüstert er irgendwas und beleidigt mich so. Ich denke mir, scheiß drauf, ich habe einfach gar keinen Bock, mich auf sein Niveau abzulassen und ich habe gar keinen Bock, mit ihm zu streiten. Er weiß auch ganz genau, er kann gar nichts machen. Wie dem auch sei. Irgendwann höre ich von einem Kollegen, er ruft mich an, er sagt so, du, der kasachische Kollege erzählt so einiges über dich. Ich sag, was denn? Er erzählt, du wärst vorbestraft und du bist kriminell und du hast voll viele andere Sachen gemacht. Ich denke, warum hört er einfach nicht auf, über mich zu reden? Warum lässt er mich einfach nicht in Ruhe? Verstehe ich nicht, was ist sein Problem? Und dann kommt ein anderer Kollege, sagt, ja, er erzählt, du hast dies gemacht, du hast das gemacht, du hast keine Fahrgäste mitgenommen. Immer erzählt er irgendetwas anderes. Ich denke mir, weißt du was, alles gut. Ich gehe wieder zu ihm hin, dann habe ich richtig gebrüllt. Ich habe richtig gebrüllt, ich sage, hör mal zu, das ist das allerletzte Mal, dass ich von anderen Leuten höre, dass du hinter meinem Rücken irgendetwas erzählst, was gar nicht stimmt. Also ich will gar nicht zur Polizei gehen, ich sage, aber du zwingst mich, dich anzuzeigen wegen Sachen. Ich sage, lass es einfach. Dann waren ungefähr wieder 3 Wochen um, ich kriege einen Anruf von der Polizei. Ich kriege einen Anruf von der Polizei, der Polizist, es gibt diese Gefahrenwarnung oder was weiß ich, wie das heißt. Er sagt zu mir, ja, ich bitte Sie, den Herrn so und so in Ruhe zu lassen und nicht mehr irgendwie zu beleidigen, weil er hat Angst vor Ihnen. Ich meinte, bitte was? Und dann bin ich richtig sauer geworden und habe das den Polizeibeamten am Telefon alles erklärt. Ich meine, ich erkläre Ihnen ganz genau, was Sache war, wie es hier überhaupt läuft. Ich sage, irgendwie 80% der Taxifahrer mögen ihn nicht. Er ist derjenige, der die ganze Zeit die anderen angreift. Er ist derjenige, der handgreiflich wird. Er ist derjenige, der mit Kunden irgendwie einen 5 Kilometer Umweg nimmt. Er macht die krassesten Sachen. Bei uns in Harburg gibt es einen Puff und da kommen halt so gegen nachmittags immer die Prostituierten und die wollen immer wieder dorthin. Und weil die Strecke richtig kurz ist, hat er 3-mal hintereinander die Tour bekommen, hat sich der drüber aufgeregt und hat einen riesen Umweg genommen, 5 Kilometer, hat irgendwann irgendwie das Doppelte auf der Uhr gehabt. Er sagt, so, stimmt es. Und dafür wurde auch nochmal angezeigt. Ich sage, er ist derjenige, der die ganze Zeit so eine Scheiße macht. Ich sage, ich habe nichts mit der Sache zu tun. Ich sage, ich meine, das nervt mich mittlerweile, dass ich andauernd eine Anzeige kriege. Ich sage, das ist schon die 4., 3. Anzeige innerhalb dieses Jahres, dass ich von ihm kriege. Er sagt ehrlich, ich sage, was soll ich denn machen? Ich sage, ich mache nichts, aber ich sage, wenn irgendwas ist, ich gehe zu ihm hin, ich rede mit ihm, ich sage, direkt gibt es wieder eine Anzeige. Da meint der Polizist, ja, warten Sie, ich rufe Sie gleich nochmal an. Er hat mich wieder angerufen, er meinte, schildern Sie es so. Ich meinte, gibt es denn irgendeine Möglichkeit? Ich meine, soll ich eine Anzeige, soll ich irgendwas machen? Er sagt, ja, stellen Sie eine Strafanzeige. So, alles klar, mache ich auch. Ich meine, ich habe auch reichlich Zeugen, dass er halt hinter meinem Rücken, er erzählt immer Sachen, die gar nicht stimmen. Gut, habe ich 1, 2 Kollegen genommen, haben wir zu dritt zusammengetan. Er hat auch viele andere genervt. Haben wir alle zusammengetan und haben ihn angezeigt. Am Ende des Tages nichts mehr rausgekommen. Aber wir haben ihn bei der Taxibehörde gemeldet, wir haben ihn angezeigt. Am Ende des Tages hat er sich natürlich derbe darüber aufgeregt, dass wir ihn angezeigt haben. Was ist da passiert? Dann höre ich von Kunden, die dann zu mir sagen, ey, er meinte zu mir, du fährst illegal Taxi, du hast gar keine Taxilizenz. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er die einsteigen soll. Ich sage, macht dir keinen Kopf, der Typ hat einfach einen Schaden. Ich habe mit dem einfach, wir haben keinen Abschluss gefunden. Es geht einfach die ganze Zeit weiter. Er hat aber aufgehört, endlich hat er aufgehört, mich anzuzeigen, weil er, glaube ich, auch einen Anruf von der Polizei bekommen hat, weil er hat irgendwann gemerkt, das war die 5. Anzeige und das alles ohne Beweise und immer irgendwelche Lügengeschichten, die er erzählt hat. Und ich glaube, er hat keine Ahnung, was dann passiert ist. Ich habe ihn auch eine lange Zeit nicht mehr gesehen, weil ich auch arbeite nur morgens und ich arbeite immer nachmittags. Wenn wir uns sehen, ignoriere ich ihn komplett. Er versucht natürlich ADS, er versucht natürlich Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wenn ich da mit den Kollegen stehe, dann kommt er genau dazwischen und versucht mitzureden. Obwohl gar keiner irgendwie richtig Lust hat auf ihn. Der ganze Taxiposten ist wirklich, ist richtig so abgeturnt von ihm. Also wirklich ganz krass. Und nicht zu vergessen, nichts, dass ich allgemein gegen Kasachen habe oder gegen Deutsche.
Es war einfach, das ist wirklich ein Einzelfall gewesen in dem Fall. Es gibt auch viele russische Kollegen oder andere russische Kollegen, die wir am Taxistand haben, die sind alle echt derbe korrekt. Also nicht, dass ihr das irgendwie falsch versteht, dass ich irgendwas gegen Kasachen habe. Okay. Fazit ist einfach, Leute, ich habe einfach gemerkt, man kann mit dem Typen einfach gar nicht. Egal was es ist. Er beleidigt, er sagt irgendwas, du willst mit ihm reden, es bringt einfach alles nichts. Es ist einfach eine Person, die derbe unzufrieden ist mit sich selbst, der bestimmt Probleme zu Hause oder was auch immer. Ich habe mir aber vorgenommen, wisst ihr was, also weißt du was, lass ihn einfach da, wo er ist. Ich habe gar keinen Bock mehr, mich mit ihm zu unterhalten oder sonst irgendetwas. Er geht immer noch vorbei, zeigt Mittelfinger, gibt irgendwelche Beleidigungen von sich, irgendwelche russischen Beleidigungen. Ich ignoriere einfach das Ganze. Das ist die einzige Möglichkeit, noch überhaupt dort Frieden zu finden, ohne dass ich mich mit ihm die ganze Zeit streiten muss. Ich ignoriere ihn komplett, dann ist das auch besser für mich, besser für ihn. Es gibt einfach manchmal Situationen im Leben, da kann man einfach gar nicht mehr weiter. Da kommst du zu einem Punkt, wo du denkst, weißt du was, ich bin so ratlos, ich kann weder nach links, noch nach rechts, gar nichts. Einfach ignorieren, er ist da kann einfach nichts passieren. Ja, das war die Story mit dem Kollegen, mit dem wir durchgehend Probleme haben. Keiner mag ihn, so ist das, dann geht er halt, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe, die Story hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir zu folgen auf Instagram. Lasst einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen da. Euer Philipp Black.